Die gute alte Allianz-Versicherung ist ja bei uns deutschen Investoren ein sehr beliebter Wert im Portfolio und besonders für Dividendenjäger interessant. Und heute schauen wir deswegen auch mal hinter die Kulissen der Allianz und prüfen zuerst das Geschäftsmodell, in welchen Ländern sie mit welchen Versicherungsarten auch aktiv sind und wie viel Geld sie damit verdienen. Und anschließend geht es dann um Zahlen, Daten, Fakten. Wir prüfen Kennzahlen zur Profitabilität, welche Belohnung wir als Aktionäre von einem Investment in die Allianz auch zu erwarten haben und wie sicher ein Investment denn wäre. Danach prüfen wir noch die aktuelle Bewertung der Allianz-Aktie am Markt und dann vergleichen wir sie noch mit Wettbewerbern und mit 3 anderen großen europäischen Versicherern. Und schließlich fassen wir in einer SWOT-Analyse nochmal die Stärken, Chancen, Schwächen und Risiken der Allianz zusammen. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Nicoles Aktiensteckbriefe. Ich bin Nicole und nach dem Disclaimer geht's gleich los. Hier auf meinem Kanal gebe ich keine Anlageempfehlungen. Ich fordere nicht zum Kauf oder Verkauf auf, sondern möchte mit euch zusammen Aktien analysieren und allgemein das Interesse an der Aktienkultur fördern. Ja, Unfälle passieren nun leider einmal, ob Personenschäden, ob Autounfallschäden oder auch Schäden an Wohngebäuden. Die Schaden- und Unfallversicherung ist einer der großen Bausteine der Allianzversicherung. Ja, und auch Naturkatastrophen nehmen leider zu. Starkregen, Überschwemmungen, Sturmfluten. Und das ist halt für Betroffene existenzbedrohend, aber für die Allianz auch ein hochkomplexes Risiko, mit dem sie kalkulieren. Deswegen brauchen sie hier ein starkes Risikomanagement. Dazu haben sie auch Rückversicherungen und Milliardenrückstellungen, um solche Schäden eventuell ausgleichen zu können. Und das Unternehmen verdient hierbei sogar doppelt beim Schutz und auch beim Wiederaufbau. Aber auch in der Gesundheits- und Lebensversicherungsbranche ist die Allianz sehr aktiv. Wer schon mal ein Zahnimplantat hatte, der weiß, wie teuer das sein kann. Und hier ist die Zahnzusatzversicherung der Allianz auch ein beliebtes Mittel, um sich da vor den hohen Kosten zu schützen. Und auch für Menschen, die im Alter sorgenfrei leben wollen, bietet die Allianz Versicherungsmöglichkeiten an. Unter anderem klassische Rentenversicherungen, aber auch Altersvorsorgelösungen, ETF-basierte Policen oder fondgebundene Lebensversicherungen. Und damit wird auch Altersvorsorge hier zum Businessmodell der Allianz. Das Bild hier habe ich von der offiziellen Allianz-Seite mal geklaut. Hier sieht man nochmal im Überblick, dass hier eine Versicherung ist, die für alle Lebenslagen und Lebenssituationen Versicherungsmöglichkeiten anbietet. Dann schauen wir doch mal auf die Umsatzverteilung. Wer bei der Allianz nur an Deutschland denkt, der liegt falsch. Der Konzern ist weltweit aktiv und erwirtschaftet auch seine Einnahmen natürlich weltweit und das verteilt sich auch je Sparte ganz unterschiedlich. Im Bereich Schaden- und Unfallversicherung liegt der größte Brocken bei den globalen Versicherungslinien mit über 30 Milliarden Euro. Doch auch Westeuropa und Zentraleuropa spielen mit knapp 20 Milliarden auch noch eine starke Rolle. Insgesamt kommt das ganze Segment Schaden- und Unfallversicherung auf 74 Milliarden Euro für versicherungstechnische Erträge, bei einem Schadenaufwand von ungefähr 49 Milliarden. Etwas anders sieht es im Bereich Leben- und Krankenversicherung aus. Hier dominieren die deutschsprachigen Länder mit über 11 Milliarden Euro. Aber auch die USA und Asien, die holen auf. Man sieht hier, wenn man die Geschäftsjahre 23 und 24 vergleicht, dass die versicherungstechnischen Erträge um einen höheren Anteil gewachsen sind, als die Schadensaufwendungen angestiegen sind während der Zeit. Die Grafik stammt übrigens aus dem offiziellen Geschäftsbericht. Ich habe euch auch mal den Link dazu zur Allianz-Seite Investor Relations unten in die Videolinks reingepackt. Schauen wir uns mal so einen typischen Versicherungsverlauf anhand der Elementarschadenversicherung an. Die Kunden, die zahlen Beiträge an die Allianzversicherung. Das landet alles in einem gemeinsamen Topf. Jetzt kann es mal vorkommen, dass eine Überflutung oder irgendwas passiert. Aber nur in wenigen Fällen tritt so ein Elementarschaden wirklich auf. Das betrifft dann nur Naturereignisse wie Überschwemmungen, die jetzt nicht von der Wohngebäudeversicherung zum Beispiel abgedeckt sind. Und für diese Schäden muss die Allianz dann natürlich aufkommen für ihre Versicherungsnehmer. Der Rest bleibt aber übrig und womit sie dann zusätzlich noch Geld verdienen, sie investieren überflüssiges Kapital, was sie haben, noch am Kapitalmarkt, das heißt in Anleihen, Aktien und so weiter und erhöhen damit auch noch ihre Gewinnmarge. Also eine Versicherung ist nicht nur eine Absicherung, sondern ein professionelles, kalkuliertes Geschäftsmodell, was auf viel Statistiken, auf einem Risikomanagement und auf Kapitalanlage beruht. Die Allianz, die sieht sich auch nicht nur als Dienstleister für ihre Kunden, sondern ganz bewusst auch als
Partner ihrer Aktionäre. Denn der Vorstandschef Oliver Bäte, der betont auch in seinem aktuellen Aktionärsbrief, dass man den strategischen Erfolg auch nutzen will, um noch nachhaltiger und kapitaleffizienter zu wachsen und damit einen direkten Vorteil für die Anteilseigner zu bewirken. Das bedeutet halt solide Erträge, effizientes Kapitalmanagement und ein klarer Fokus auch auf Wertschöpfung. Und für viele Investoren ist das genau ein entscheidender Grund, warum sie der Allianz auch langfristig ihr Vertrauen schenken. Ja, dann schauen wir doch jetzt mal, wie profitabel die Allianz denn eigentlich wirtschaftet. Beim Umsatz liegen wir bei über 120 Milliarden Euro und der Gewinn, der ist auf 6,7 Milliarden angestiegen. Das ergibt eine aktuelle Nettogewinnmarge vom letzten Geschäftsjahr von 5,52%. Das ist erstmal solide für einen Versicherungskonzern in so einem volatilen Umfeld halt auch. Noch spannender wird es beim Blick aufs eingesetzte Kapital. Die Eigenkapitalrendite, die beträgt 16,8%, also fast 17 Cent Gewinn für jeden eingesetzten Euro Eigenkapital. Und beim Return on Invested Capital, also wo man sowohl das Fremd- als auch das Eigenkapital in Betracht nimmt und davon den Teil, der operativ arbeitet und schaut, wie viel Gewinn kann dieser Teil erwirtschaften. Der Anteil liegt sogar bei 12,6%. Also der ROIC, der liegt hier bei 12,6% und das ist erstmal auch okay. Ja. Diese Zahlen zeigen eigentlich, die Allianz arbeitet jetzt nicht nur stabil, sondern auch renditestark und deswegen ist das auch ein ganz gutes Argument für Investoren. In der Tendenz sieht man, Umsatz- und Gewinnentwicklung war über die Jahre immer leicht zunehmend. Also sie haben jetzt nicht extrem starke Erhöhungen erwirtschaftet, aber es ist zumindest in der Tendenz immer leicht angestiegen. Die Nettogewinnmarge ist immer ungefähr auf dem gleichen Niveau geblieben. Eigenkapitalrendite und Return on Invested Capital sind aber in den letzten Jahren nochmal schön angestiegen. Das ist erstmal gut. Dann schauen wir mal auf die Dividendenpolitik, eins der Hauptargumente für ein Allianz-Investment für viele Investoren. Denn die Allianz gehört zu den verlässlichsten Dividendenzahlern im ganzen DAX. Aktuell liegt die Dividendenrendite bei rund 4,5%. Das entspricht 15,40 Euro je Aktie. Die Allianz zahlt ja immer jährlich aus, und zwar jedes Jahr im Mai. Ja, letztes Jahr lag sie noch bei 13,80 Euro und die Dividende wächst auch Jahr für Jahr in der Regel kräftig. Im letzten Jahr stieg sie über 11% und auf Sicht von 5 Jahren liegt das durchschnittliche Dividendenwachstum bei über 10% jährlich. Aber trotz dieser Ausschüttung wird ein Großteil der Gewinne auch im Unternehmen belassen. Die Payout-Quote, die liegt bei 60% vom Gewinn, aber nur 18% vom Free Cashflow. Das lässt halt noch genug Spielraum für Investitionen und auch für Rückkäufe. Das sieht man auch an der nachhaltigen Wachstumsrate oder auf Englisch Sustainable Growth Rate. Sie liegt aktuell bei 6,7%. Das heißt, die Allianz könnte hier jedes Jahr inkrementell um 6,7% wachsen bei der derzeitigen Ausschüttungsquote. An dem Chart zur Dividendenrendite sieht man auch nochmal ganz gut, dass in den letzten beiden Jahren die Dividende höher angehoben wurde als in den Jahren zuvor. Man sieht aber auch, dass die Dividendenrendite mit 4,5% aktuell eigentlich sehr niedrig ist für die Allianz. Denn in früheren Jahren hätte man durchaus das Unternehmen zu einer Dividendenrendite von über 6% kaufen können. Und aktuell ist der Aktienkurs halt relativ gestiegen. Das sehen wir auch gleich noch in einer anderen Folie. Deswegen ist aber halt die Dividendenrendite vergleichsweise gering für die Allianz, obwohl 4,5% erstmal auch nicht schlecht klingt. Es ging aber noch besser. Die Allianz belohnt die Investoren aber nicht nur durch hohe Dividenden, sondern auch extrem durch Aktienrückkäufe. Denn sie führen sehr, sehr regelmäßig Aktienrückkäufe durch. Das sieht man auch hier an dem Chart nochmal ganz gut. Auch zuletzt haben sie erst wieder welche durchgeführt. Denn die Anzahl der ausstehenden Aktien wird immer geringer und damit werden unsere Aktien, die wir haben, natürlich im Verhältnis mehr wert. Und damit steigt durch Aktienrückkäufe in der Regel halt auch der Kurs. Dann schauen wir doch mal auf das Kurswachstum. Ja, auf die letzten 5 Jahre betrug das Kurswachstum ohne Dividenden 85,9%. Inklusive Dividenden hatten wir einen Total Return von 119,1%. Auf die letzten 10 Jahre betrug das reine Kurswachstum 141,8%, mit Dividenden aber satte 214,2%. Hier sieht man also nochmal deutlich, dass Dividenden einen wesentlichen Anteil am Total Return auch ausmachen.
Dann schauen wir doch jetzt mal, wie sicher ein Investment in die Allianz denn wäre. Denn neben Ertrag und Dividende ist natürlich auch entscheidend, dass sie finanziell stabil dasteht. Und die Allianz zeigt hier im Groben ein solides Bild, denn die Gesamtverschuldung zum EBITDA liegt bei 1,99. Das heißt, die Allianz könnte ihre gesamten Schulden in knapp 2 Jahren mit dem operativen Gewinn zurückzahlen. Ja, auch im Verhältnis zum Eigenkapital sieht es gut aus. Pro Euro Eigenkapital bestehen aktuell 54 Cent Schulden und diese niedrige Verschuldungsquote sorgt damit auch für finanzielle Flexibilität. Das Interest Coverage Ratio, also das Verhältnis zum EBIT zu Zinsaufwand, liegt bei 10,8 und die Allianz verdient damit also das Zehnfache oder mehr als das Zehnfache dessen, was sie an Zinsen bezahlen muss und können damit ihre Zinsen auch locker decken. Und schließlich der Free Cashflow. Der ist ja auch für mich wichtig innerhalb der Sicherheitsbetrachtung, denn der sagt aus, wie viel Cash das Unternehmen eigentlich auch zur Verfügung hat, um weitere Investitionen zu tätigen, um Geld zur Verfügung zu haben, um die Dividenden auch ausschütten zu können und einfach um sinnvoll weiterwirtschaften zu können. Und mit fast 33 Millionen Free Cashflow im Jahr 2024 hat die Allianz hiermit auch genug Spielraum für die ganzen Dividenden, für die Rückkäufe, für die Investitionen. Aber man sieht halt auch, dass der Cashflow über die Jahre immer mal schwankt. Also es ist kein Unternehmen, was jedes Jahr den Cashflow erhöhen kann. Er ist einfach in jedem Jahr recht hoch und er schwankt aber. Dann schauen wir doch jetzt mal, wie die Allianz aktuell so am Markt bewertet ist. Die Allianz wirkt auf den ersten Blick nicht günstig, aber auch nicht überteuert. Mit einem KGV von 13,7 liegen wir knapp über dem 5-Jahres-Durchschnitt von 12,2. Das ist aber in Anbetracht der Stabilität des Geschäftsmodells hier noch ganz vertretbar. Beim Verhältnis vom Price zum Free Cashflow steht die Allianz aktuell unter dem Faktor 4, ist ein attraktiver Wert, der auf eine effiziente Kapitalverwendung auch hinweist. Und das klingt auch gar nicht so überteuert. Schauen wir mal auf die Substanz. Beim Blick auf die Substanz zeigt sich, der Buchwert je Aktie liegt bei über 156 Euro und der materielle Buchwert, also ohne immaterielle Werte wie Goodwill zum Beispiel, liegt der Substanzwert hier auch noch bei 106 Euro. Also da steckt auch wirklich Substanz in der Allianz drin. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis liegt bei rund 1,9, also fast das Doppelte des Substanzwerts, was auf Vertrauen in zukünftige Erträge auch hindeutet. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis liegt bei 1,9 zurzeit, also fast bei 2 und das klingt eigentlich immer noch recht günstig. Trotzdem würde ich unterm Strich mal festhalten, die Allianz, die wirkt fair bis leicht überbewertet, aber halt mit solider Substanz, mit einer hohen Cashflow-Qualität und einer starken Kapitalrendite auch im Rücken. Aber schauen wir nochmal genauer, was denn eigentlich der Fair Value wäre der Allianz-Aktie. Der aktuelle Kurs liegt ja bei aktuell 341 Euro, heute, wo ich das Video aufnehme. Aber was sagen denn die Bewertungsmodelle eigentlich dazu? Laut Investing Pro liegt der faire Wert im Schnitt bei 384 Euro, also rund 12% Potenzial nach oben. Analystenschätzungen bestätigen den Bereich mit einem Mittelwert von 357 Euro und einem Bewertungskorridor aber zwischen 311 und 419 Euro. Die Spannweite bei diesen Bewertungsmodellen ist allerdings sehr, sehr hoch, je nach Modell. Also die Substanzwertmethode, die prognostiziert 275 Euro als fairen Wert, aber die Dividendenhochschätzungsmethode, die liefert eine Schätzung von 667, die ist halt sehr, sehr optimistisch und damit schwankt halt hier diese Bewertung. Wenn man diese ganz optimistische Bewertung mal rausnimmt, wäre die Allianz überbewertet. Ein anderes Bild zeigt nochmal TraderFox. Hier liegt der aktuelle Kurs ebenfalls über dem berechneten Fair Value von 293,71 Euro, was hier TraderFox ausgibt. Und das deutet auch auf eine temporäre Überbewertung hin. Die Allianz wirkt aktuell also nicht übertrieben teuer, aber schon leicht überbewertet. Und wer auf hohe Dividenden und Stabilität setzt und auch die Allianz zu einem günstigen Wert einkaufen möchte, könnte aktuell vielleicht nicht den besten Zeitpunkt erwischen. Ja, das bestätigt auch der Blick auf den saisonalen Chart. Das sind die Monate, in denen die Allianz in den letzten Jahren so durchschnittlich am günstigsten zu haben war. Und hier sieht man, dass ganz deutlich im Herbst der Kurs im Verhältnis am tiefsten stand. Also ich würde vielleicht noch mal ein bisschen warten und mir die Allianz-Aktie noch ein wenig anschauen.
Sie könnte eventuell auch dieses Jahr im September oder Oktober ein wenig günstiger zu haben sein. Kann natürlich auch ganz anders sein, aber die Historie, die sagt halt diesen Trend einfach auch voraus. Übrigens, vielen Dank an euch und für die vielen positiven Kommentare, die Abos und die Gefällt mir Klicks. Ich freue mich wirklich über jeden Einzelnen und das motiviert mich ungemein, meinen Kanal weiter auszubauen, dass ich euch damit auch Freude bereite und auch interessante Inhalte liefere. Also lasst mir gerne auch jetzt ein Gefällt mir da. Ich freue mich wirklich darüber. An dieser Stelle möchte ich euch jetzt nochmal mein Analysetool Investing Pro vorstellen von meinem Kooperationspartner Investing.com. Die bieten nämlich KI-gestützte Analysetools, um nach bestimmten Kriterien Aktien zu analysieren und auch zu bewerten und für empfehlenswert auszuwählen. Hier zum Beispiel sieht man die Alpha Germany Select Strategie, die den Anspruch hat, den DAX zu übertreffen. Mit KI-gestützten Insights werden jeden Monat die 20 vielversprechendsten deutschen Aktien identifiziert. Schauen wir doch mal rein, was die gerade so sagen. Ja, Rheinmetall, live neu dabei. Deutsche Bank neu dabei, Knorr-Bremse neu dabei. Allianz ist hier auch immerhin auf dem 4. Platz aktuell und neu dabei und wird auch gerade mit ausgezeichnet durch eine starke Performance, Wachstum und finanzielle Stabilität. Und die Allianz hat eine außergewöhnliche Marktperformance mit einer Einjahresrendite von 38% und so weiter. Also man kann sich dann die ganzen Analysen auch durchlesen, kann weitere KI-Tools wie Bowen AI auch benutzen, um sich noch tiefer in die Aktien halt reinzuwühlen. Man sieht aber auch, welche Aktien mal drin waren, aber jetzt aktuell rausgeflogen sind, weil sie nicht mehr so attraktiv erscheinen wie andere, die hingegen jetzt in deren Auswertung hineingestoßen sind. Es gibt auch aktuell eine Sommerrabattaktion mit 50% und den Link zu Investing Pro habe ich euch auch unten in die Videobeschreibung gepackt. Ja, die Zahlen, Daten, Fakten der Allianz kennen wir jetzt. Wir vergleichen sie aber jetzt nochmal mit 3 großen europäischen Wettbewerbern, und zwar der AXA, der Zurich Insurance und Generali. Beginnen wir mal mit der Nettomarge. Die Allianz hat hier eine Nettomarge von 5,7% und liegt damit eher am unteren Ende, denn Zurich und AXA sind hier profitabler. Zurich hat sogar deutlich über 8% als Nettogewinnmarge. Ja. Dann sehen wir hier noch den Return on Equity, die Eigenkapitalrendite. Die Allianz schafft hier solide 16,8% und liegt damit knapp hinter Zurich. Aber klar, immer noch vor AXA und vor Generali. Das ist schon ein starkes Zeichen für effiziente Kapitalnutzung. Die Zurich Insurance, die ist aber durchaus hier noch ein Stückchen besser. Ja, dann schauen wir doch mal, wie verschuldet die Unternehmen so sind. Das Verhältnis Debt to Equity, also das Verhältnis von Schulden zum Eigenkapital, sagt hier aus, dass Allianz, AXA und Zurich sich in einem ähnlichen Umfeld zwischen 0,5 und 0,6 bewegen. Also ungefähr die Hälfte an Schulden haben, wie sie Eigenkapital haben. Nur Generali sticht hier negativ hervor mit einem deutlich höheren Verschuldungsgrad von 1,1. Sie sind also ein wenig mehr verschuldet, als sie Eigenkapital haben. Ja, dann schauen wir mal auf die aktuelle Bewertung. Das KGV. Die Allianz liegt hier auf dem Chart bei rund 12. Hier sind die Zahlen irgendwie aus einem anderen Monat. Ich hatte ja vorhin KGV von 13, irgendwas genommen. Das bezieht sich auf das aktuelle Datum. 12 hat sich auf den Zeitpunkt des Geschäftsberichts bezogen. Die Allianz liegt aber in dem Zeitraum höher als AXA und Generali von ihrem KGV, ist also höher bewertet, aber günstiger als Zurich. Also die Zurich, die ist auch höher bewertet. Dort kaufen die Leute sich die günstige Performance halt auch gerne ins Portfolio ein. Die Bewertung liegt aber bei allen 4 Unternehmen eigentlich auf einem fairen Niveau im Verhältnis auch zur Qualität des Geschäfts. Dann vergleichen wir nochmal die Dividenden miteinander. Aber nicht nur die Dividenden, sondern auch die Aktienrückkäufe und damit den gesamthaften Shareholder Yield, Dividenden plus Rückkäufe. AXA liegt hier knapp vorne mit fast 7%, Allianz folgt mit 5,5%. Ja, beim Shareholder Yield ist die Allianz tatsächlich hier der schlechteste Kandidat, denn alle 3 anderen Unternehmen liegen hier höher. Was man natürlich dazu sagen muss, dass wir bei der Allianz, zumindest als deutsche Investoren, keine Quellensteuer bezahlen, ist ja ein deutsches Unternehmen.
Das sieht bei den anderen dreien schon anders aus. AXA hier besonders in Frankreich ist die Quellensteuer recht hoch. Das lohnt sich dann, wenn man die Steuern mal von der Dividende abzieht, dann wahrscheinlich auch nicht mehr so unbedingt, die AXA hier vor der Allianz vorzuziehen. Zurich als Schweizer Unternehmen, dafür müssen wir auch Quellensteuer für die Dividende bezahlen. Kann man sich zwar auch zurückerstatten lassen, lohnt sich aber erst ab einem recht hohen Depotvolumen der Zurich im Depot, weil eine Rückerstattung ja auch Gebühren kostet. Und die Generali als italienisches Unternehmen verursacht ebenfalls hohe Quellensteuern, die von der Dividende dann auch abgezogen werden. Bei AXA und bei Generali kommt zusätzlich noch beim Kauf der Aktie alleine, ohne dass wir nur 1 Cent Gewinn machen, die Finanztransaktionssteuer hinzu, was auch einen Kauf hier nochmal ein wenig unattraktiver macht für französische und italienische Unternehmen. Also steuerlich bedingt ist für deutsche Investoren die Allianz, wenn man alles mal zusammenzieht, wahrscheinlich immer noch die interessanteste Option. Ja, dann schauen wir doch jetzt mal auf den 5-Jahres Total Return, also sowohl Kurswachstum plus Dividenden. Und hier sieht man, dass die Zurich Insurance auch hier die höchste Performance hatte in den letzten 5 Jahren von 150% ungefähr. Die Allianz ist der zweitbeste Kandidat mit ungefähr 118% und die anderen beiden sind noch ein bisschen schlechter mit etwas über 75% Total Return. Hier sind jetzt natürlich auch keine Steuern mit berücksichtigt, die muss man dann jeweils noch von abziehen. Ja, dann kommen wir jetzt zum letzten Punkt meines Videos, der SWOT-Analyse, und fangen mal mit den Stärken an. Die Allianz steht finanziell erstmal exzellent da. 2024 mit einem Rekordumsatz von fast 180 Milliarden Euro und 10 Milliarden Euro Gewinn. Dazu kommt noch die globale Marktstellung mit der Präsenz in über 70 Ländern auf der Welt. Und der Markenwert hat 23 Milliarden Dollar und laut Interbrand gilt sie auch als stärkste Versicherungsmarke der Welt. Und das auch seit 6 Jahren bereits in Folge. Und die Kundenzufriedenheit, die ist hoch. 72% der Geschäftsbereiche erreichen überdurchschnittliche Net Promoter Scores. Ja, auf der Schwächenseite hingegen steht als erstes die Komplexität. Der Konzern ist groß und auch viele Systeme und Einheiten erschweren schnelle Entscheidungen. Man hat eine starke Abhängigkeit von Naturereignissen, zum Beispiel die jüngsten Flutschäden, jetzt auch erst in Süddeutschland oder auch im Ahrtal. Das bleibt halt einfach ein operatives Risiko. Letztendlich aber nicht für die Allianz alleine, sondern für alle Versicherungsgesellschaften. Und zusätzlich belasten aber auch noch regulatorische Anforderungen, aber auch hohe IT-Investitionen, kurzfristig die Marge. Aber es gibt auch klare Chancen, denn der demografische Wandel, der treibt die Nachfrage nach Altersvorsorge voran und auch nach Gesundheitsabsicherung. Und in Schwellenländern wie Asien und Lateinamerika, da liegt auch noch weiteres Wachstumspotenzial. Die Digitalisierung durch KI und auch Plattformstrategien bieten neue Möglichkeiten für Effizienzgewinne und nicht zuletzt, die haben auch einen starken ESG-Fokus und ein ESG-Profil und bauen das auch strategisch aus. Das bietet hier eine Chance in einem zunehmend nachhaltigkeitsgetriebenen Markt. Und schließlich betrachten wir nochmal die Risiken. Da steht ganz oben die geopolitische Unsicherheit überall auf der Welt. Ja, volatile Kapitalmärkte ebenfalls, weil die Allianz ja auch viel am Kapitalmarkt investiert. Aber auch Cyberattacken stellen ein Risiko dar. All das kann halt das Geschäft auch beeinträchtigen. Und auch steigende Zinsen oder die Tech-Konkurrenz im Direktversicherungsvergleich sind auch ernstzunehmende Herausforderungen. Fazit, die Allianz ist stark, aber halt nicht risikofrei. Wer investiert, der setzt halt auf ein etabliertes Unternehmen, ein starkes Dividendenunternehmen in Deutschland, ein Weltkonzern mit einem breiten Fundament. Man muss aber die geopolitischen und auch die technologischen Risiken hierbei immer im Blick haben. Also unterm Strich ist die Allianz für viele eher ein defensiver Depotbaustein mit solider Dividendenrendite, der einfach über Jahre hinweg im Portfolio schon viel Freude bereitet hat. Ich selber habe die Allianz auch schon länger im Portfolio und die werde ich auch einfach halten, weiter aufstocken, wenn sie mal wieder ein bisschen günstiger ist. Und ich habe auch vor, sie eigentlich für immer zu halten. Und damit wäre ich auch schon am Ende meines Videos angekommen. Wenn ihr euch für weitere spannende Dividendenaktien interessiert, in die sogar Warren Buffett investiert ist, dann schaut gerne mal nach oben. Ich habe euch hier die beiden Videos zur Coca-Cola und zur Itochu auch verlinkt.
Ich bedanke mich fürs Zuschauen, habt noch einen schönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao, ciao!